Die Doktorandin Paula Pavlik ist in der Endphase ihrer Dissertation. Die mündliche Prüfung ist kürzlich erfolgt und sie möchte sich über das weitere Vorgehen zur Veröffentlichung ihrer Arbeit informieren. Klar, sie weiß, dass ihre Dissertation veröffentlicht werden muss. Die Regularien sind in den Promotionsordnungen der Fakultäten vorgegeben. Hier werden verschiedene Varianten der Veröffentlichung zugelassen. Detaillierte Informationen zu deren Umsetzung findet Paula auf den Webseiten der UB. Zunächst werden Online- und Printveröffentlichungen unterschieden. Eine Online-Dissertation wird nach dem Open Access Publikationsmodell veröffentlicht. Das bedeutet, dass der Volltext als PDF weltweit sichtbar ist. Hierbei gibt es sowohl die Variante der Erstveröffentlichung auf dem Publikationsserver der RWTH als auch eine Online-Version parallel zu einer Verlagsveröffentlichung. Natürlich nur, sofern der Verlag der parallelen Veröffentlichung auf dem Publikationsserver zustimmt. Gespannt schaut sich Paula Pavlik an, wie es sich mit einer Printveröffentlichung verhalten würde. Hier kann sie auf Anhieb 3 Optionen erkennen. Puh, so viele Möglichkeiten, denkt Paula. Das muss ich mir noch einmal genauer anschauen. Sie führt sich die Optionen detailliert vor Augen. Als erstes werden Online- und Printveröffentlichungen unterschieden. Wie Paula schon weiß, kann die Online-Dissertation entweder ausschließlich über den Publikationsserver der UB oder auch parallel über einen Verlag publiziert werden. Bei der Printvariante sieht die Promovendin 3 Publikationsmöglichkeiten. Zum einen gibt es den klassischen gebundenen Ausdruck, der über die UB verbreitet wird. Daneben gibt es auch hier die Möglichkeit einer Verlagspublikation. Außerdem kann man offensichtlich bei einigen Fakultäten einen oder mehrere Zeitschriftenartikel, der oder die vorab veröffentlicht wurden, als Dissertation einreichen. In diesem Fall und bei den Verlagspublikationen müssen 14 Exemplare in der UB abgegeben werden, während beim gebundenen Ausdruck die Anzahl fakultätsabhängig variiert. Um sich für einen Weg zu entscheiden, listet Paula Pavlik die jeweiligen Vorteile auf. Der kostengünstigste und schnellste Weg ist die Online-Veröffentlichung. Hierbei muss in der Universitätsbibliothek nur ein gedrucktes Exemplar abgegeben werden. Die Universitätsbibliothek übernimmt die Veröffentlichung der Dissertation über den Dokumentenserver RWTH Publications. Die Arbeit wird weltweit sichtbar und recherchierbar. Durch eine stabile Adressierung über einen DOI wird eine zuverlässige Zitierung gewährleistet. Paula Pavlik kann sich an eine Studie zu diesem Thema erinnern, die bestätigt, dass Open-Access-Publikationen besser wahrgenommen und entsprechend häufiger zitiert werden. Gut findet Paula, dass sie der UB lediglich das einfache Nutzungsrecht übertragen müsste und sie daher das Werk problemlos an anderer Stelle veröffentlichen könnte. Das klingt schon mal gut, denkt die Doktorandin Paula, überlegt sich aber auch gleichzeitig die Vorteile der gedruckten Variante. Ein Buch in der Hand zu halten, damit zu arbeiten und es jederzeit ohne technische Abhängigkeiten nutzen zu können, sind für Paula wichtige Argumente. Von einer bereits promovierten Freundin weiß sie, dass bei gedruckten Dissertationen von Seiten der UB Verbreitungs- und Tauschwege an andere Bibliotheken sinnvoll festgelegt worden sind und weitere interessierte Bibliotheken das Werk über eine elektronische Tauschbörse namens LTAB direkt bestellen können. Entsprechend findet sich die Dissertation nach einiger Zeit in diversen Bibliothekskatalogen und Verbundsystemen. Als nächstes beschäftigt sich Paula mit den Vorgaben, die sie beachten muss. Hier gibt es die Bestimmungen des Dekanats, die in der jeweiligen Promotionsordnung und den eventuellen Merkblättern stehen. Diese beziehen sich unter anderem auf die vorgegebene Gestaltung der Dissertationstitelseite. Bei Online-Dissertationen ist dies beispielsweise der Hinweis: Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek online verfügbar. Immer dann, wenn ein Verlag involviert ist, also sowohl bei Verlagspublikationen als auch bei Vorabpublikationen, ist es wichtig, die Vertragsbedingungen frühzeitig zu klären. Idealerweise sollte dem Verlag nur das einfache Nutzungs- und Verwertungsrecht eingeräumt werden, sodass jederzeit weitere Publikationen möglich sind. In Bezug auf die Gestaltung stellt Paula fest, dass bei Verlagspublikationen die Dissertationstitelseite vor der Verlagstitelseite und im Impressum stehen muss. Zum Impressum gehört der D82-Vermerk. Bei Vorabpublikationen werden auf der Rückseite der Dissertationstitelseite bibliografische Angaben der enthaltenen Artikel genannt. Dies können der DOI, der Zeitschriftentitel, Verlag und Verlagsort sein. Zusätzlich muss auch hier der D82-Vermerk aufgeführt werden.
Paula studiert die Vorgaben der UB und registriert, dass die Bestimmungen für Print- und Online-Dissertationen in einigen Bereichen ähnlich sind. So muss die Druckausgabe immer stabil gebunden sein. Ring-, Spiral-, Draht- oder Klammerbindungen sind nicht zulässig. Außerdem muss in beiden Fällen auf der Webseite ein Online-Formular ausgefüllt werden. Die UB benötigt bei einer elektronischen Veröffentlichung sowohl von kompletten Dissertationen als auch von Abstracts zu gedruckten Dissertationen einen unterschriebenen Autorenvertrag. Speziell zu den Online-Dissertationen liest Paula, dass der Druck am besten vom PDF aus erfolgen sollte, damit Layout, Zeilenumbrüche und Seitennummerierungen übereinstimmen. Praktisch ist, dass die farbigen Abbildungen auch in Schwarz-Weiß ausgegeben werden können, wenn hierdurch deren Verständlichkeit nicht beeinträchtigt wird. Außerdem darf das DIN A4-Format auf DIN A5 reduziert werden, sofern dies den Vorgaben der Fakultät nicht widerspricht. Falls Sie Fragen haben oder etwas unklar ist, können Sie sich auch gerne an unseren Service im Bereich wissenschaftliches Publizieren wenden. Schreiben Sie eine E-Mail an pub.services@ub.rwth-aachen.de oder nutzen Sie das Termintool.